Hallo meine Lieben, heute haben wir wieder ein kleines Sublimationsprojekt und zwar als Geschenkidee habe ich solche Cozies, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, das sind so diese Hüllen, die ihr um zum Beispiel kalte Getränkedosen, die ihr da drum machen könnt und wie ihr die sublimieren könnt, das seht ihr gleich nach dem Intro. Heute wollte ich euch eben zeigen, wie ihr solche Getränkekühler für Dosen oder Bierflaschen oder sonstige Getränkeflaschen, die sind aus Neopren, wie ihr die sublimieren könnt. Und das müssen natürlich Blanks sein, die speziell für den Sublimationsdruck gemacht sind. Wenn der Sublimationsdruck jetzt nichts für euch ist, ihr könnt solche auch farbig zum Beispiel kaufen, die gibt es ja auch in verschiedenen Farben. Und dann könntet ihr zum Beispiel ein Screenprinting drauf machen. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber heute will ich euch zeigen, wie ihr die sublimieren könnt. Ich habe das Design einmal kurz getestet. Ich habe es kein zweites Mal gemacht. Ich bin mit der Temperatur ein bisschen runter. Und zwar waren das dann anstatt die 6500 bin ich hier auf 5500 gegangen, damit ich da so ein bisschen ein helleres Ergebnis bekomme. Die meisten Bilder, die ich euch zeige, die habe ich entweder aus dem Cricut Design Space oder hier solche Bilder sind von freepik.com und das habe ich dann genommen und in Procreate hier so angepasst, dass ich quasi dieses Hey, das ausgeschnitten habe, respektive maskiert habe, dass das Muster von diesen Blumen nur auf dem Schriftzug sichtbar ist. Und hier habe ich ganz einfach einen Schriftzug drüber gelegt und dann ringsherum ein Outline gemacht. Das ist komplett simpel. Solche Sachen habt ihr garantiert schon auf meinem Kanal gesehen und ja, deshalb zeige ich die heute nicht nochmal. Speziell bei denen ist, dass wir die auf beiden Seiten sublimieren. Und da mache ich es so, ich habe das Design extra größer gemacht. Ne? Ihr seht, ich habe einfach geguckt von der Länge her und von der Breite her, wie groß ist es. Und dann bin ich ein bisschen größer gegangen, einfach weil, wenn das runtergepresst wird, dann wird es ein bisschen breiter. Und ich will da natürlich, dass das Design komplett drauf ist. Jetzt gucke ich kurz, wie ich das platziere. Passt eigentlich. Und dann klebe ich das schon mal hier fest. Festkleben natürlich mit einem hitzeresistenten Klebeband, weil wir gehen da mit einer ziemlich hohen Temperatur drauf. Und so presse ich das ein erstes Mal. Und zwar so, dass das Papier natürlich oben liegt. Das heißt, ich habe hier mein Backtrennpapier, weil alles, was jetzt nicht abgedeckt ist, wird trotzdem gepresst. Und wenn ihr das nicht auf dem Backpapier legt, dann habt ihr dann eure ganze Presse versaut. Dann den Getränkekühler und oben das Papier drauf. Und beim Drucken, das habe ich gar nicht gesagt, müsst ihr natürlich drauf gucken, dass ihr das gespiegelt ausdruckt. Die presse ich bei 200 Grad für 60 Sekunden. Jetzt seht ihr auch, warum da Backtrennpapier drunter muss, weil eben alles, was nicht abgedeckt war, hat sich natürlich durchgedruckt. Die können wir nicht mehr verwenden. Jetzt können wir das Ganze mal lösen und gucken, wie das aussieht.
Ich hatte gesagt, beim Druck, dass ich das zuerst so ausgedruckt hatte, hat mir dann aber nicht 100%ig gefallen. Ich wollte so ein bisschen mehr in diesem Ton und ich finde es wirklich hammermäßig. Jetzt können wir das schon mal wegmachen und dann das zweite noch. Auch extrem cool geworden mit diesem Hey. Und jetzt müssen wir dasselbe quasi nochmal auf der Rückseite machen. Das heißt, ich lege wieder ein Papier drauf, dann die weiße Rückseite drauf. Das Ganze auch wieder schön festkleben. Und da auch wieder ein Backtrennpapier drauf und diesmal presse ich es von der Seite. Auch hier seht ihr, dass es wieder auf das Backtrennpapier gedruckt hat. Deshalb wichtig, immer eben das Backtrennpapier drauf zu machen. Jetzt können wir das Ganze lösen. Und so haben wir schon unsere Getränkekühler auf beiden Seiten bedruckt. Mit einem extrem coolen Muster. Ihr könnt natürlich auch so witzige Sachen machen, ne? Aber ich fand die schon sehr cool. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ne, die sind jetzt extrem zusammengepresst. Ich habe das auch bei den letzten, die ich gemacht habe, war das auch so. Aber ich habe die einfach 2-3 Tage liegen lassen. Und dann bekommen sie das ganze Volumen wieder zurück. Ne? Einfach Geduld haben, aber so könnt ihr dann die ganz einfach, ne, wenn man da dann eine Dose reinstellt oder eine Flasche, dann wird das hier schön ummantelt. Ihr habt ein cooles Design drauf und das eben mit dem Sublimationsdruck. Und das war das, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr solche Getränkekühler mit Sublimationsdruck bedrucken könnt. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch auszuprobieren und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!